Hi liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Malen mit Axel Laslo. Und heute habe ich etwas ganz Besonderes mitgebracht, und zwar eine schwarze Leinwand. Die Leinwand habe ich vorher mit schwarzem Acryl vorgrundiert, habe das Ganze trocknen lassen und dann habe ich hier drauf auf die gesamte Oberfläche ein bisschen flüssig transparent drauf gemacht, damit die Farben nachher hier wunderschön drauf rutschen können. Schaut mal, das sind die Farben, die wir heute dazu brauchen, ne? Damit ihr genau wisst, wie die heißen, blende ich euch die natürlich noch mit unten ins Video mit ein. Ja, mehr brauchen wir gar nicht. Und ich würde sagen, ihr lehnt euch jetzt einfach zurück und genießt, was hier vorne gleich passieren wird. Es sind viele schöne kleine Sachen, die diese schwarze Leinwand nachher mit Leben füllen. Habt viel Spaß! So, ich hoffe, ihr seid alle bereit. Pinsel habe ich mitgebracht und es kann losgehen. Also, wir beginnen am besten mit dem Himmel. Und dafür habe ich Blau und Weiß so ein bisschen mitgebracht. Ja, das mischen wir uns jetzt hier erstmal. So ein bisschen Blau und Weiß, irgendeine schöne, freundliche Himmelsfarbe auf unseren 2 Zoll Pinsel. Und ich beginne von oben und packe jetzt hier. Lasst mal ein klein wenig Farbe rein. Hier und da. Ja. Und hier könnt ihr auch schon wieder sehen, ja, wenn ich nochmal mehr Farbe dazu nehme, dass das Ganze automatisch heller wird. Ja. Oder wenn ich weniger Farbe habe, so wie hier, wird es automatisch dunkler. Das heißt also, ihr könnt gleich von Anfang an entscheiden, wie hell oder wie dunkel euer Himmel wird oder euer gesamtes Werk. Ja. Das ist jedem selber überlassen, was ein bisschen freundlicher haben will oder weniger freundlich. Wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr das so kreiert, wie ihr es haben wollt. Ja? Nicht wie es irgendjemand haben will, es sei denn, ihr habt sowas wie einen Auftrag oder so. Ne? Das ist natürlich was anderes. Aber wenn ihr für euch malt, dann malt ihr so, wie ihr das möchtet. Und nicht anders. Denn das ist ja auch der Sinn des Ganzen. Ja? Freiheit. Freiheit bei dem, was man hier so tut. Ja. Und ihr seht, jetzt habe ich hier ein bisschen Farbe reingezogen. Rubbel meinen Pinsel etwas sauber und verblende das Ganze, indem ich hier sanft drüber gehe. Ja, das Verblenden funktioniert durch unser flüssig transparent, was ich drunter gemacht habe. Es verrutschen die Farben sehr schön und bilden im Prinzip so eine richtig schöne, weiche Himmelslandschaft. Oh, soll von mir aus schon reichen. Den Pinsel rubbe ich hier auch wieder ein bisschen sauber an so einem kleinen Tüchlein und nehme hier ein kleines bisschen von dem Weiß. Ja, nehme ich hier richtig schön raus, tupfe mein Pinselchen hier rein und mal gucken. Ja, hier habe ich eine kleine Wolke, die ja hier am Himmel entlang schwebt. Ja, vielleicht ein Wolkenturm. Ja, ich gebe dem Ganzen so einen gewissen Charakter. Ja, ich mache es nicht allzu eintönig, sondern die Wolke hat Charakter. Ja, die geht hoch und runter, hoch und runter. Ja, und hier hinten verläuft sie wahrscheinlich etwas kleiner, wer weiß. So, auf einem anderen Tisch habe ich noch ein paar andere 2 Zoll Pinsel, die sind sauber. Und mit einem sauberen oder etwas saubereren Pinsel kann ich das Ganze hier ganz sanft, ganz sanft verblenden. Ja, ganz sanft. Ja, wir wollen nicht zu dolle verblenden, damit wir unsere Details nicht verlieren. Ja, wir haben hier super viele kleine Details reingetupft und die wollen wir natürlich nicht verlieren. So, wunderbar. Hier und da super kleine Details. Jetzt möchte ich die Wolke natürlich nicht alleine so rumflattern lassen, sondern ich nehme ein bisschen Weiß noch mit dazu und ich packe hier die nächste hin. Ja, eine richtig schöne, helle weiße Wolke. Ja, die hat's in sich. Die wird richtig vom Licht angeschieden. Ne? Die setze ich hier gleich mit drunter. Dadurch habe ich auch gleich sowas wie ein bisschen mehr Distanz in meinem Bild, ne? Weil die Wolke drückt jetzt die andere Wolke buchstäblich nach hinten. Ja, vielleicht kommt hier auch ein bisschen raus, wer weiß.
Ja, mit unserem Verblenderpinsel verblende ich hier gleich ein bisschen. Oh, wird es etwas weicher. Ja. Die Übergänge etwas weicher. Schön sachte, dass wir nicht zu viel zerstören. Wenn das passiert, ist gar nicht schlimm. Dann wird die Wolke im Prinzip einfach nur weicher. Ja, dann hat sie weniger Struktur. Sie ist weicher, wird dann vielleicht so eine Art Schleierwolke. Ja, oder irgendwas in der Art. So, ein bisschen noch hier unten, hier und da. Vielleicht gehe ich auch mal so drüber. Nur damit die Farbe etwas weicher wird, hier und da. Ja? Das macht es unglaublich fantastisch. Unglaublich. Ach, eine kleine habe ich noch, eine kleine. Eine kleine habe ich noch hier irgendwo. Ja, oh ja, die ist gut. Die ist gut. Oh, die geht ja noch unten so ein bisschen. Und vielleicht ist hier vor auch noch eine, die sich da vorschiebt. Okay, und natürlich immer wieder dasselbe etwas verblenden, ja, damit die Wolke schön im Bild auch drin ist. Schön weich, schön sanft. Schön sanft drüber gehen. Ja, unten auch noch ein bisschen. So, hier und da. Und so könnt ihr im Prinzip schichtenweise Wolken aufbauen. Ne? So viele Wolken, wie ihr wollt. Ihr könnt im Prinzip eine ganze Leinwand voller Wolken füllen, wenn ihr das möchtet. Okay, soll aber erstmal reichen. Himmel haben wir schon. Okay, ein bisschen braun dazu. Ja, ich habe hier mein Malmesser wieder mitgebracht. Ich nehme jetzt hier ein bisschen braun. Und eine Farbrolle. Und vielleicht habe ich hier eine kleine Bergspitze, die jetzt hier so rauskommt. Ja, eine kleine Bergspitze. So. Geht der Berg runter. Vielleicht ist hier noch eine kleine. Und hier, zack. Überschüssige Farbe. Überschüssige Farbe, die kratze ich einfach weg. Ja, man kann es buchstäblich hören, wie stark ich da kratze. Alles, was uns erstmal interessiert, ist nur erstmal so eine schöne Außenkante. Ja? Das ist erstmal nur wichtig. Mehr brauchen wir aber gar nicht. Und hier vielleicht auch noch. Hier und da eine kleine Bergspitze. Wenn ihr das probiert, versucht mal zu vermeiden, dass ihr Pyramiden malt, ja, oder Pyramiden hier so reinschneidet. Ja, gebt den ganzen ein bisschen Charakter. Ja, macht es nicht zu perfekt. Das ist eigentlich alles. Man muss die Perfektion ein bisschen weglassen hiervon. Ja, und dann geschieht das alles von ganz alleine. Oh, hier vielleicht auch noch ein kleiner Huckel. So. Überschüssige Farbe. Wie schon gesagt, kratze ich weg. Ne? Und ich könnte auch sagen, vielleicht mache ich den sogar ein bisschen höher. Wer weiß. Okay. Mit einem 2 Zoll Pinsel, ich mache noch ein bisschen sauber, ne? Mit einem 2 Zoll Pinsel ziehe ich jetzt hier ein klein wenig die Farbe raus. Ja? So, zack. Hier nach rechts und links. Ja, und forme im Prinzip nur anhand von Pinselstreifen forme ich meinen Berg hier, den ich hier habe. Ja, so, linke Seite und rechte Seite. Hier haben wir auch noch einen. Ja. Und anhand wirklich von ganz einfachen Pinselstrichen kann ich auch das Gebirge richtig verlegen. Ne? Ich könnte jetzt den Pinsel, also den Berg hier mit dem Pinsel jetzt im Prinzip über die anderen drüber ziehen und schon sieht das so aus, als ob der kleine Berg alle anderen schön in den Hintergrund drückt. Ne? Vielleicht machen wir den hier auch ein bisschen weiter vor. Hier so eine richtig schöne Bergkante. So, okay. Soll schon genügen. Mit etwas hellerer Farbe. Ne? Also wir nehmen dasselbe Braun, packen ein bisschen Weiß mit rein und habe jetzt hier eine richtig schöne helle Farbe, die ich jetzt drüber ziehe. Ja, sehr schön. Mit dieser hellen Farbe kreiere ich kleine Highlights hier auf meinem Berg. Ja? Also so, da ist jetzt
da kommt viel Licht dran an diese Stelle. Ja, da kommt schön viel Licht dran. Vielleicht habe ich hier so eine Bergkante. So. Ich ziehe im Prinzip diese Farbrolle, die ich auf meinem Messer habe, die ziehe ich im Prinzip hier so schön drüber, über mein Grundgebirge, was ich mir geschaffen habe. Und diese vielen kleinen Details von dem, was das Messer halt, dadurch, dass die Farbe da unter dem Messer bricht, diese vielen kleinen Details sind einfach unglaublich. Ja, jeder wird denken, man hat wirklich lange, lange an so einem Bild gesessen. Weil da könnt ihr mal auf die Uhr gucken, was wir bisher so an Zeit verbraucht haben. Ja, das ist im Prinzip fast gar nichts. Hier und da noch ein kleines bisschen ein Highlight. Ja. Mit einem etwas helleren Blau. Ja, nehmen jetzt hier so ein bisschen Blau, packt auch ein bisschen Weiß rein. Blau ist im Prinzip immer so die Farbe des Schattens. Ja, mit ein klein bisschen Blau kreiere ich jetzt auf der anderen Seite von meinem Berg etwas Schatten. Klein bisschen Schatten hier und da. Ja, hier auch. Ja, da muss man sich natürlich erstmal wirklich dran gewöhnen, dass man Blau als Schattenfarbe hier benutzt. Ja, aber es ist tatsächlich so, wenn man mal genau hinschaut, haben Schatten immer so einen leichten bläulichen Touch oder oft auf jeden Fall, sehr oft. Ja, das kann man gut zum Beispiel bei Schnee beobachten. Ja, so, hier haben wir auch noch einen kleinen. So können wir jetzt unsere Gebirge hier formen. Ja, vielleicht ist hier auch irgendwo so Schatten noch ein bisschen was mit drin. Hier vielleicht irgendwo kleine Canyons hier in unserem Berg, die hier und da sogar auf unserer Lichtseite einen kleinen Schatten werfen. So, und dann können wir wieder unsere hellere Farbe reinnehmen, ja, und können jetzt hier so drüber gehen und formen uns hier wieder unsere kleinen Kanten, die wir vielleicht haben wollten. Und damit es schön aussieht, kriegt die Kante hier natürlich auch zusätzlich noch einen Schatten. So. Oh, vielleicht, guck mal, ganz einfach. Jetzt ziehe ich hier auf meine Lichtseite noch ein klein bisschen von der helleren Braunfarbe und schon habe ich hier einen weiteren, ja, so eine weitere Bergausbuchtung im Handumdrehen. Das macht das Ganze deutlich interessanter nochmal. Ja? Man könnte jetzt auch sagen, ich nehme jetzt hier ein bisschen Weiß, vielleicht packe ich hier und da noch eine kleine Schneeschicht drauf. Ja, ganz da oben ist es besonders kalt, da kann vielleicht noch ein bisschen Schnee bleiben. Und mit dunklerem Blau kann ich hier auch noch mal ein paar kleine Details reinzaubern. Nur mit dunklerer Farbe. Ja, im Prinzip ist das alles, besteht aus heller und dunkler Farbe. Ja, das sind im Prinzip das sind immer dieselben Farben im Prinzip, ne? Blau und Braun in diesem Fall, aber es sind durch verschiedene Helligkeiten und Dunkelheiten kann man hier wirklich kleine Meisterwerke entstehen lassen. So. Okay, ich würde sagen, wir haben dann schon mal uns ein richtig schönes kleines Gebirge geformt. Mit einem 2 Zoll Pinsel mache ich hier die unteren Schichten so ein kleines bisschen weicher. Ja, dann entstehen hier wie so Nebelschichten. Ja, wo ich dann nur ein bisschen drüber wische. Mehr ist es nicht. Nur ein bisschen leicht drüber gewischt. So. Okay, das soll schon reichen. Ach, ich behalte gleich den 2 Zoll Pinsel. Ja, und nehme ein bisschen Braun hier raus. Ein bisschen dunkles Braun und ein bisschen Schwarz, nur um das Braun abzudunkeln. Ja? Schönes dunkles Braun. Und vielleicht habe ich hier vorne so ein paar kleine Büsche, ja, und brauche ein bisschen mehr Farbe. Ohne Farbe nichts los. So.
Hier haben wir vielleicht so ein paar kleine Büsche oder Bäumchen, die hier rumstehen. Die verdecken einen Teil von unserem Berg, das ist gar nicht schlimm. Aber dadurch drücken sie ihn praktisch in den Hintergrund. Ja, hier und da stehen so kleine Bäumchen im Hintergrund. Hier, der ist vielleicht ein bisschen größer. Noch so ein bisschen dunkler. Oh ja, jetzt sieht man es schön. Ja, dabei achte ich schön auf Unterschiede, ne? Verschiedene Höhen der kleinen Bäume, verschiedene Größen. Das macht das Ganze gleich viel interessanter. Okay. Als nächstes greife ich mir von hier drüben einen Einzelpinsel. Ein bisschen dünnes Weiß, ein bisschen flüssig Weiß und packe das hier in mein Gelb mit rein. Gelb, ein bisschen Grün von hier oben. Schönes Gelbgrün. Schönes Gelbgrün. So. Okay, das lade ich schön auf meinen Pinsel und tupfe ich jetzt hier oben mir kleine Highlights auf die Bäumchen. Ja? Dann erwecken sie im Prinzip oder werden zum Leben erweckt durch die helle Farbe. Ja, hier und da Büsche oder Bäume, was ihr wollt. Vielleicht habe ich hier auch noch einen, hier so ein bisschen so einen kleinen, der hier noch so rausguckt. Okay. Dann kann man natürlich auch ein bisschen variieren. Wir nehmen ein bisschen von dem Ocker hier rein. Und schon haben wir eine etwas unterschiedlichere Farbe. Ja. Sieht dann manchmal noch ein bisschen interessanter aus. Ein bisschen bunter, ein bisschen schöner, ein bisschen freundlicher. Man kann natürlich aber auch bei einer und derselben Farbe bleiben, um Gottes Willen. Das geht natürlich auch. Vielleicht auch ein bisschen Rot mit dazu. Rot sieht auch immer gut aus. Und vielleicht hier dazwischen guckt einer vor. Da ist er. Da ist er auf jeden Fall. Hier haben wir noch einen. Geht hier so lang. Ja, das ist wirklich einfach das unglaublich Tolle, was ich an der ganzen Sache finde. Man kann wirklich machen, was man möchte, und zwar wie man es möchte. Ja, man ist nicht an irgendwelche Regeln gebunden. Ja, man kann mit dieser Technik einfach völlig abschalten und seine eigene kleine Welt oder Realität oder wie auch immer erschaffen. Ja. Und zwar jeder kann das. Jeder kann das. Ja. Man kann das erlernen. Das ist das Schöne daran. Ich habe es auch gelernt. Ja. Ich bin im Prinzip, ich sage immer so schön, vom Polizisten zum Künstler. Früher nie was mit Kunst zu tun gehabt, ganz im Gegenteil. Und jetzt mache ich sowas unglaublich Tolles mit sämtlichen verschiedensten Leuten. Ja? Leute, die vorher schon gemalt haben, Leute, die noch nie gemalt haben, ja? Oder schon lange nicht mehr gemalt haben, egal ob jung oder alt. Ja? Ich glaube, die jüngste im Kurs hatte ich jetzt, die war 11 und hat ein traumhaft schönes Bild gemalt. Und die Spitzenreiterin mit 82, die war auch völlig begeistert davon. So, mit ein bisschen dunkler Farbe habe ich ja hier, ich habe hier noch ein bisschen Platz. Ja, tupfe ich jetzt mit meiner Pinselkante einen kleinen Tannebaum oder irgendwas rein. Ja, im Prinzip habe ich jetzt braun und schwarz genommen, also was Schönes, Dunkles. Ja, die tupfe ich jetzt hier so ran. Und dann ist ja auch diese Lücke ein bisschen gefüllt. Sieht dann nicht mehr so komisch aus. Und alles kommt nach und nach zusammen. Ja? Ist das nicht unglaublich, wie viel Freiheit das Ganze einem geben kann? Ja? Gerade ich als sehr freiheitsliebender Mensch, wahrscheinlich finde ich es deswegen so toll. Erstmal, dass man nicht unbedingt Talent haben muss, sondern man kann es erlernen. Und zum anderen, weil es einem wirklich unglaublich viel Freiheit gibt. Ja. Und deswegen habe ich mich auch damals für meine Freiheit entschieden
und gegen so andere Sachen. So, kleine Spitze noch. Okay, das sieht doch schon mal gut aus. Ich würde sagen, vielleicht ein klein bisschen so eine Art Wiesenlandschaft. Ja? Meinen 2 Zoll Pinsel nehme ich hierfür und ein bisschen was von der schönen bunten Farbe hier vorne. Ja, braucht gar nicht allzu viel. Ich tupfe das hier so ein bisschen weg, so viel brauche ich gar nicht. Zumindest erstmal. So, und ich forme mir hier und da ein kleines bisschen Wiese. Ja. Ich fange erstmal mehr so mittig an, wo vielleicht etwas mehr Licht hinkommt. Und wenn der Pinsel nach und nach die Farbe verliert, kann ich auch hier automatisch, schaut mal, ja, in diese schattigeren Regionen gehen. Automatisch, ohne groß was zu machen, kriege ich hier ein bisschen Schatten rein, ja, weil ja hier diese Bäumchen stehen. Auch hier unter meinen Büschen oder den kleinen Distanzbäumen. Ja, da ist es etwas schattiger. Ja, und dann nutze ich das gleich aus. Ich nutze es gleich aus. Gut, ein bisschen was Helleres noch dazu. Hier und da. Ja. Ein bisschen Licht noch mit reinkommt, ja, das Gras angeschienen wird, ein paar Blumen wachsen oder irgendwas. Ja, kann man ein bisschen mit Rot rum experimentieren oder eine Mischung aus Rot. So, hier zum Beispiel. Ne? Wer weiß, vielleicht wächst da an der Stelle irgendwas Schönes. Schöne bunte Blumenwiese. Hier und da. So, okay, das soll erstmal genügen. Auf denselben Pinsel, ich nehme noch mal ein bisschen Grün, können wir das gleich machen. Es wird eher so ein Grün. Kann ich jetzt hier auf meine Tannen, hier und da, so ein paar kleine hellere Stellen drauf tupfen. Ja. Ja, da kommt also ein bisschen mehr Licht hin und die Tanne verrät, dass sie grün ist. Sie verrät es uns. Natürlich können die auch als Silhouetten dastehen bleiben, ja, als dunkle Silhouetten, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, ein bisschen schöner sieht es einfach aus, mit hier und da ein kleines bisschen Highlight. Ja? Und wer möchte, kann natürlich auch noch sagen, meine kleinen Tannen, die kriegen auch hier und da noch einen kleinen Baumstamm, der hier und da durchschaut. Ja, haben wir so ein kleines Detail, was hier und da nochmal durchschimmert. Und das Schöne daran ist, wenn es irgendwo mal zu heftig geworden ist, ja, da tupfen wir einfach drüber und schon ist es deutlich sanfter. Okay. Hier vorne ist, glaube ich, ideal, um da ein bisschen Wasser zu haben. Dafür nehme ich einen neuen Pinsel, den packe ich mir erstmal hier zur Seite und mische mir eine wunderschöne Farbe. Ich sage jetzt einfach mal, ich nehme ein bisschen Blau. Ja, reines Blau möchte ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Deswegen packe ich ein kleines bisschen Rot mit dazu. Ja? Dann entsteht so eine Art Lavendelton. Ja? Und dadurch, dass ich mehr Blau genommen habe als Rot, ist der Lavendelton auch eher so in der bläulichen Richtung. Ne? Wenn ich mehr Rot nehme als Blau, dann wird es rötlicher. Ganz logisch. Gut, auf meinen neuen 2 Zoll Pinsel, damit wir nicht immer einen Pinsel putzen müssen, nehme ich jetzt hier ein bisschen Farbe drauf und ziehe hier unten Farbe rein. Ja, ich ziehe hier unten ein klein wenig Farbe rein. Die sehen wir jetzt nicht, die Farbe, das ist auch gar nicht schlimm. Noch sehen wir sie nicht, aber sie ist da. Und das ist halt auch das Fantastische an diesen schwarzen Leinwänden. Man kann unglaublich tolle Effekte damit machen. Ja? Ich rubbel im Prinzip die Farbe nur ein. Irgendwo ist jetzt hier Lavendelfarbe. Man sieht es fast gar nicht. Wahrscheinlich auf der Kamera sieht man es wahrscheinlich überhaupt nicht. Ach, ich nehme mal denselben Pinsel, muss man nicht so viel sauber machen. So, bisschen sauber gerubbelt.
mit einem kleinen bisschen Weiß hier unten, nur so ein bisschen, setze ich jetzt hier irgendwo, zack, Magic. Ja? Das ist wie Magie, hier drauf zu malen, auf diesen schwarzen Leinwänden. Ne? Und wenn ich es ein bisschen heller haben möchte, hier und da, haue ich vielleicht noch so ein paar Lichtschimmer mit rein, mit Weiß. Ja? Jetzt sehen wir die Farbe durch unser Weiß. So. Hier noch einen neuen Pinsel. Und mache das Ganze hier schön weich. Ja, ein schönes, weiches Wasser. Ja. Und ihr seht, durch so ein paar Pinselstriche, ja, was man alles bewirken kann. Für unglaubliche Effekte. Mit so einem großen Pinsel, ne? 4 cm sind die ungefähr. Das ist schon unglaublich. Ich bin immer noch beeindruckt. Sehr beeindruckt. Obwohl ich es schon mehrmals gemacht habe. Immer wieder aufs Neue. Okay, ein bisschen Braun dazu. Ja, ein bisschen dieses dunkelbraun, schwarzbraun irgendwas. Ja, ich kann hier auch noch mal ein bisschen von dem Schwarz nehmen. Ich brauche bloß einen dunklen Braunton wieder. Dunklen Braunton. Ja. Habe ich hier vielleicht ein kleines bisschen Ufer. Hier und da. Ja, was hier so an der Seite rauskommt. Ne? So ein paar Steine. Ein steinernes Ufer. Ja. Im Prinzip schmiere ich hier die Farbe nur rein. Oh, hier auch noch ein bisschen. Auf jeden Fall erstmal schön dunkel, das ist wichtig. Das Ganze schön dunkel machen. Ja, vielleicht kommt es hier ein bisschen auch hier rein in unser Gras. Gar nicht schlimm. Ja, ihr seht, man kann hier gar nicht groß was verkehrt machen. Und wenn, theoretisch könnte man die Farbe wieder abkratzen. Okay, ein bisschen braun und weiß. Hier ist automatisch jetzt ein bisschen blau mit reingekommen, stört mich aber gar nicht. Stört mich gar nicht. Ziehe ich hier und da jetzt so ein paar kleine Highlights rein. Ja. Schöne helle Stellen. Und die sehen dann nachher aus, als ob hier viele kleine Steine rumliegen, ja, die von der Sonne, vom Licht angeleuchtet werden. Ja. Eine Menge schöner Details sind das hier. So, damit die Ränder hier nicht nicht ganz so hart aussehen, tupfen wir hier und da noch ein bisschen von dem Gras rein. Ja, dann sieht es so aus, als ob auf diesen kleinen Steinen sogar ein paar Gräser vielleicht wachsen. Ja, und dadurch haben wir nicht so eine harten Kanten hier. Ja, ist alles schön weich und sanft. So, jetzt nehme ich mein Messerchen, zwack mir ein bisschen was ab von diesem ganz hellen Lavendelton und dann habe ich hier vielleicht noch so ein paar kleine Wasserlinien, die ich hier einkratze. Ne? Man hört das manchmal sogar, wenn ich jetzt hier so kratze. Ja, man kann hier richtig schön aufdrücken. Richtig schön aufdrücken. Oh, vielleicht auch noch hier. Warum nicht? Warum? Ja, vielleicht ein paar kleine Schwappwellen. Highlights, die hier so einfach existieren. Ein bisschen mehr Leben, ein bisschen mehr Detail in unser Bildchen bringen. Ja, bei den Wasserlinien muss man nur darauf achten, dass sie möglichst waagerecht sind. Sonst läuft euch das Wasser aus dem Bild. So. Ja? Okay, sieht doch schon mal klasse aus, oder? So, schaut mal, jetzt haben wir hier noch ein bisschen Platz. Ich nehme hier meinen alten Pinsel mit der dreckigen Farbe dran. Ja, also schwarz und braun, irgendwas Dunkles. Man kann auch dunkles Grün nehmen, man kann theoretisch auch dunkles Blau nehmen, das ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass es schön dunkel ist. So, jetzt habe ich hier vielleicht noch einen kleinen Baum stehen. Ja, der ist ein bisschen weiter im Vordergrund, deswegen den setze ich hier richtig schön hoch, vielleicht sogar höher als alles andere. Dieser Baum steht hier schön weit im Vordergrund. Vielleicht habe ich ja hier vorne so eine kleine, Landnase, die hier so rauskommt. Wer
wer weiß. Sind vielleicht auch noch ein paar Büschlis. Dran. Ja, hier und da, wo ihr wollt. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es erstmal schön dunkel ist. Ja? Denn nur mit Dunkelheit können wir dann durch Helligkeit Kontrast entwickeln. Ich habe jetzt hier noch so einen Fächerpinsel mitgebracht. Ich gehe jetzt hier ein bisschen in Schwarz und wieder Braun. Ja? Das ist im Prinzip unsere Farbe heute in diesem Bild, Schwarz und Braun. Und ziehe hier ganz locker ein paar kleine Baumstämme rein. Hier und da. Und die kriegen natürlich auch noch ein kleines Highlight. Ja, an der Seite hier so. Mit unserer hellen Bergmischung. Da werden sie angeleuchtet. Ja. Und ihr seht, so schnell kann man hier einen Baum entstehen lassen. Mit sogar großen Werkzeugen. Ja, ohne Probleme. Ja. Hier steht er jetzt. Da. Machen wir das Ganze mit einem sauberen Messer, machen wir das Ganze noch ein bisschen schöner, dass es etwas weicher aussieht. Ja. Diese hellen Stellen, die bewirken, dass man den Baum richtig schön sieht oder den Baumstamm richtig schön sieht und zum anderen, dass er auch rundlich wirkt. Ja, er sieht dadurch ein bisschen rundlicher aus. Okay. Gut, den schmücken wir jetzt noch ein bisschen. Wie wäre es mit Grün? Ja, Grün und ein bisschen Gelb mit rein. Ja, ein kleines bisschen Flüssigweiß dazu. Dann wird die Farbe schön geschmeidig und auch ein kleines bisschen heller nochmal. Ich tupfe jetzt hier rein. Und wie vorhin bei unserem Büschlis kriegt der Baum jetzt hier auch noch sein Leben rein. Ja, kleine Krönchen formen. Nicht einfach wahllos draufgehen, auch wenn es bei mir vielleicht so aussieht, aber tatsächlich forme ich jede kleine Baumkrone einzeln. Jede kleine Baumkrone ist ein Individuum. Ja? Und dadurch entsteht auch Tiefe in unserem Baum, ja? Innerhalb unseres Baums. Also er wirkt deutlich lebendiger dadurch. Ja, vielleicht hier auch noch eine kleine Baumkrone, hier und da. Vielleicht hier so ein paar im Schatten. Ja, mit einem verdreckten Pinsel geht das wunderbar, dass man so die Schattenbereiche hier so ein bisschen füllt. Ja, nehme ich noch ein bisschen Weiß mit dazu. Ein bisschen Weiß. Dann kann ich hier auch noch mal hellere Stellen drauf zaubern. Hier und da kommt vielleicht ein bisschen mehr Licht drauf. Auf die ein oder andere Stelle hier von meinem Bäumchen. Dann spielt hier richtig das Licht uns hier kleine Sachen. So. Okay, soll schon reichen. So, und den Pinsel mache ich ein bisschen sauber, den ich jetzt gerade hatte. Und gehe wieder in etwas, ja, vielleicht hier ein bisschen Rot und Ocker, Gelb, irgendwas Schönes. Vielleicht noch ein bisschen Grün mit da. Dann steht jetzt hier so ein schönes Rot. Und vielleicht habe ich ja hier auch noch so ein paar kleine Büschlis. Ja? Hier, da stehen sie. Ein paar kleine Büschlis. Und der ist vielleicht hier, vielleicht auch noch ein kleiner roter. So, ich nehme nochmal einen sauberen Pinsel, dass ich hier auch nochmal so ein paar grünlichere mir zaubern kann. Ja. Ich mag es, wenn es schön bunt ist. Das gibt Freude. Freude und Frieden. Freude und jede Menge Frieden. So, hier. Vielleicht geht er hier unten so ein bisschen lang. Hier auch. Ja. Okay. Hier vielleicht auch noch einer. Ja, der guckt ein bisschen mehr hervor, kriegt etwas mehr Licht ab. Und dann haben wir hier vorne noch einen. So, wunderbar. So, und vielleicht habe ich hier noch ein paar Sträucher. Ja, oder Äste an meinen kleinen Bäumchen hier hinten, hier und da.
belebt das Ganze auch nochmal unglaublich. Ja, man kriegt so viele Details dadurch rein, so viel Schönheit. Ja, man darf es nur nicht zu extrem übertreiben. Ja. Weil ansonsten weiß der Betrachter manchmal gar nicht so richtig, ja, wo soll er jetzt eigentlich hingucken. Aber so kann man nochmal schön was aufwerten. Ja, man kann das auch genauso mit dunkler Farbe machen. Ja, hier und da vielleicht ein paar dunklere. Ja, hier vielleicht. Irgendwelche Büsche, die hier vielleicht stehen. Oder kleine Gräser. Ja, hier und da. Gut. Ach, hier hinten. Hier hinten passen noch schön welche rein. Ja. Okay. Eine kleine Sache haben wir noch. Eine Sache haben wir noch. So, ich nehme dafür, wir nehmen den Fächerpinsel. Den nehmen wir. Ja, schöne dunkle Farbe. Wieder unser dunkles Braun mit Schwarz am besten. Und vielleicht ziehen wir einfach uns hier so ein kleines Bäumchen rein. Ja, nochmal einen schönen kleinen Blickfang, der hier so steht. So, mit ein kleines bisschen weiß schmücke ich das Ganze hier nochmal. Ja, vielleicht ist das sowas wie so eine Birke oder sowas. Ja? Irgendwie sowas wie ein Birkenbaum. Was ihr wollt. Ja, man hätte jetzt auch einen Busch oder so hinsetzen können. Ne? Wie ich schon gesagt habe, man hat hier die volle Kontrolle, die volle Freiheit. Und warum nicht ausnutzen? Wenn nicht hier, wo dann? So, Scriptliner und ein bisschen Verdünnung dran. Und dann können wir hier und da vielleicht noch ein bisschen, ja, das Ganze ausfüllen. So, Hauptsache dunkle Farbe erstmal. Ja, dunkle Farbe und Verdünner, dann wird die Farbe im Prinzip wie Tinte. Dann kann man da schön mit hier drauf dann kleine Ästchen, Linien ziehen. Ja, ich packe noch mal ein kleines bisschen Weiß hier oben hin, dass es hier etwas besser zu sehen ist. So. So, und dann hier und da haben wir kleine. Ja, ich würde sagen, wenn wir den jetzt soweit haben, dann haben wir es schon geschafft. Ne? Und wer mal auf die Uhr so ein bisschen geguckt hat, ne? Also das Video ist nicht geschnitten oder irgendwas, oder hier haben wir nicht irgendwie ein bisschen, ja, wir haben genau gezeigt, jeden einzelnen Pinselstrich, ja, wie schnell sowas möglich ist. Können auch noch mal ein bisschen flüssig weiß hier nehmen. Ja, können diese ganzen Bäumchen noch mal ein bisschen nachziehen. Ja, natürlich kann man den Baum auch zum Leben erwecken, indem man im Prinzip so ein paar kleine Büsche draufsetzt. Aber ich lasse ihn jetzt einfach hier so knorzelig stehen. Ja? Okay. Alles, was jetzt natürlich nur noch fehlt, ist eure eigene persönliche Unterschrift. Und dann ist das kleine Kunstwerk schon fertig. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal für ein Motiv haben. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Bis dahin, ciao.